eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Übermorgen beginnt mein letzter Monat in dieser Klinik. Und ich habe mich entschlossen, dass das mein letzter Monat auch als Ärztin im Krankenhaus wird, weil ich diese Arbeitsbedingungen nicht weiter tragen und ertragen will. Ich habe das zu lange mitgemacht, beziehungsweise... Minklei? Ich komme. Mein Name ist Stefanie Minklei, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Ärztin. Ich habe jetzt 6 Jahre lang in der Chirurgie gearbeitet und habe jetzt beschlossen, aufzuhören und aus diesem Beruf auszusteigen. Wenn ein Notfall kommt, zerschießt halt das komplette Programm. Ich hatte gerade eine Omi mit perenalen Blutabgängen, also ein bisschen Blut im Stuhl in der Notaufnahme. Noch nicht mal richtig gesehen, nur so auf dem Gang. Und dann kam aber ein Schockraum, das heißt ein absoluter Notfall mit Notarztbegleitung. Die Bauchschlagader ist sozusagen kurz vorm Platzen oder ist gedeckt geplatzt, nennen wir das. Und der muss jetzt gleich in OP gehen. Deswegen, ja, haben wir jetzt alles dafür gemacht. Ich habe jetzt versucht, alles schnell noch abzuarbeiten. Und die sind jetzt schon am Operieren und ich gehe jetzt dazu. An Essen ist übrigens gar nicht zu denken, weißt du? Gut, dass ich was dabei habe. Jetzt soll ich auch nicht mehr Pipi machen. Ich habe mich entschieden, Ärztin im Krankenhaus zu werden, als ich die Serie Emergency Room immer geschaut habe. Da müsste ich etwa 13 Jahre alt gewesen sein. So, wir haben jetzt kurz vor 4. Und ich gehe jetzt in mein Bereitschaftszimmer, um ein bisschen zu schlafen. Von 8 bis um 12:15 Uhr, also Mitternacht, Viertel nach 12, standen wir in dem OP und haben haben im wahrsten Sinne des Wortes um das Leben des Patienten gekämpft. Ja, und jetzt putze ich Zähne und hau mich hin für vielleicht 2 Stündchen oder so. Hoffentlich ruft keiner mehr an. Gute Nacht. Ich fahre jetzt aus dem OP hoch, nochmal zu einer Patientin, um ihr zu sagen, dass sie heute leider nicht mehr operiert wird. Wir knallen unseren OP-Plan momentan die ganze Zeit so voll, weil natürlich Umsätze gemacht werden sollen. Und dann fallen immer wieder Patienten halt hinten runter, wenn wir sie dann doch nicht operieren können und verschieben können. Sehr frustrierend leider. Wir haben jetzt 6:30. Der offizielle Dienst geht bis 4 Uhr. Und eigentlich wollte ich noch einige Angehörige anrufen, die was über ihre Patientinnen und Patienten wissen wollten, aber das schaffe ich jetzt heute nicht mehr. Dass es viel um Zahlen und um Geld auch geht in der Klinik, habe ich am Anfang immer schon so ein bisschen mitbekommen, aber war noch sehr mit mir selbst und mit meiner Ausbildung beschäftigt. Und nach einigen Jahren kam das doch immer mehr auch als Kritikpunkt von mir, dass ich das immer mehr mitbekommen habe. So, was ein Oberarzt tatsächlich auch mal gesagt hat, war, wo ich gefragt habe, warum wird der Patient eigentlich operiert? Hat gesagt, ja, weil es Geld bringt. Und wenn ich dann nach einem langen Tag endlich die Augen schließe, dann träume ich davon, wie es wäre, wenn ich weniger arbeiten müsste und endlich mehr Freizeit hätte für die schönen Dinge. Darum hat sich auch das Frankfurter Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus mit rund 40 Organisationen gebildet. Ja, vor allem finde ich das natürlich super wichtig, dass sich was ändert, damit auch Leute wie ich irgendwann wieder Freude an dem Beruf haben. Ich habe 6 Jahre Vollgas gegeben in dem Beruf und da kommt man irgendwann an sein Limit.
Und ich glaube, dass auch die Gesellschaft viel mehr sich beteiligen muss im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, weil es geht letztendlich ja um die Patientinnen und Patienten und das kann irgendwann jeder sein. Warum kann es die Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.